geht? Mal wie viele Leute um die herum sind. Gucken auf die Mini-App. Allein nur am Retail Row. 1, 2, 3. 3 Trios. Ja, die Zombies werfen anders. Oh, der eine ganz weit weg von meinem Trio. Zweite Zone erst. Oh, da unten geht der grüne Trio auf weiße Trio drauf, glaube ich. Ja, wie viele Trios da sind. Der Trio. Aber gönnt euch mal, wie viele Trios einfach nebeneinander sind. Ja, moin, Digga. Guckt mal einfach auf die Minimap. Es liegt nicht an mir, dass es so am Legen ist. Ja, moin, Digga. Ja. Jetzt geht ab und Read Row, guck einfach auf die Minimap. Ach du Scheiße. Alter, die Zombies, die würden mich so abfacken. Oh, ein Mate von seinem Trio ist down. Also ein paar Zombies.
Mit meinem Drehgewehr ist glaube ich schon richtig gut. Jo, wo die Zone ist, ey. Wie viele jetzt da rotieren müssen, gönnt euch einfach. Holt euch die Saufpacks. Jawohl. Ja, rotieren jetzt oder gleich? Okay, rotieren jetzt. Direkt. Es liegt nicht an mir, dass es da so am Legen ist, ne? Also. Ich kann dafür nicht. Oh. Aber Leute, stellt euch mal vor, die Roboter wären jetzt drinne. Oh mein Gott, wie viel. Oh, hoho, mir moin, Digga. Wie viele da sind, gönnt einfach. Guck mal auf die Karte unten rechts. Du Scheiße. 67 Leute noch am Leben. 67 Leute am Leben in der 4. Zone, Alter. Leck mich am Arsch. Ja, nee. Doch, oder? Ich weiß nicht, ob es bestimmt, aber ich glaube, es sind 63 Solos und 23 Trios, glaube ich. Ich weiß aber nicht. Nee, kann ja nicht sein. Weil 60 plus 20 ergibt schon 80. Also kann es nicht sein. Man hört nur das Gas, nur... er ist alles. Ja, Alter. Guckt einfach mal auf die Minikarte, wie viele Leute da am Rotieren sind, Junge. Oh, genau, über den 3 Leute. Oh, ein Met. Der hat einen Kill. Let's go. Ein Punkt schon mal. Juch. Wie viel einfach rotieren müssen. Ja, mich ist auch ein bisschen am Nerven, dass es so leckt, aber... Ja, wie viele Leute auf diesem kleinen Fleck sind. Gönnt euch einfach mal. Guckt auf die Minikarte. 50 Zone. Direkt neben den ganzen Trio. Hinter denen auch noch welche.
Also schon auf jeden Fall krass, Alter. Ich glaube Harmy, Pepper und Camo könnte man auch, glaube ich, sehen. Weiß ich aber nicht genau. Ja, aber auf jeden Fall eine nice Sache. Uff. Wie viele Leute das sind, alter Verwalter. Guck einfach auf die Minimap. Oh. Er ist an der Trail vorbeigelaufen, habt ihr das gesehen? Ich würde gerne mal jetzt die Calls von mir hören. Weiß vielleicht jemand, dass Deutsche sind? Nee, ich glaube aber nicht. Oh. Ist der Gegner jetzt nach oder? Der Schlauste würde er weggehen. Jawohl. Weil er könnte entweder ein 200 da verteilen oder ein 200 bekommen. Facebook geht ja moin. Kann ich mitnehmen. 4 Kills hat er eigentlich schon. Let's go. Facebook get wird gefinisht. Ich kenne keinen einzigen Namen, außer gerade Facebook oder wie der heißt. Hat mir was gesagt. The Sam Prime. Mir auch nichts gesagt. Thunder Karl. Let's go! 7 Kills haben schon. Alter, wie viele gerade an der Tone sterben. Kommt, 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 jawohl. Digga. Dieser Thunderkarl, der, oder Thunderkarl, keine Ahnung wie der Spaß hier heißt. Gerade sieht gerade anders. So. 70 Punkte an jetzt, let's go. Oh, es war ich, komm. Let's go. 9 Kills. 21 Punkte, komm. 1 gegen 1. 1 gegen 1. Stirbt er in der Zone? Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, es kann ein schlechter Spieler. Ist mega nervös, man merkt es. Oh. Ja, diese eklige Pump. Let's go. Hello family of Fortnite, BallTW here, and throughout the Fortnite Champion Series, we're going to be trying to get more acquainted with the world of competitive Fortnite. Today, we're going to be discussing the 3 different stages of a competitive Fortnite game. The early game, the mid game, and the late game. And what different players have as their goals during these stages in order to achieve the ultimate goal, the Victory Royale. Let's start with the early game. Also called the looting phase, this is where all players are attempting to secure their chosen landing spot. Erklärte mir Fortnite. In competitive Fortnite, every game matters. So players Geiles Game, Alter. Man bekommt, oh mein Gott, Benji Fishy, Hallo. Like Retail Row or Paradise Palms? Or land at a safer POI on the edge of the map, where less players drop because of less loot. Regardless, the goal is common. Whether you take a passive approach by looting safely on the side of the map, or an aggressive and risky approach by letting others loot for you and finding early elimination. Now that we know what the early game is, what should we be looking out for during this stage? First things first, being contested. The first realization players make when landing is whether you're being contested or not, to prepare for the upcoming possible fight. Trios want to try to force your opponent into the more disadvantageous position cut off from loot potential. Either they have to make a desperation push, or they're stuck with less loot where you can easily clean up.
That's just the beginning, as even though it starts off high intensity with all the different POIs being Oh mein contested, Gott, Digga, it hat er die quickly Hops genommen. slows down as the rotations begin towards first zone. Looting doesn't end here, and most competitive players will have a loot path, which optimizes their possibility for finding the crucial mobility and weapon upgrades. Thanks to the new battle map feature in the replay mode, we can study these loot paths and rotations quite easily these days. So go check that out in any replay from the Fortnite Champion Series by going into the Compete tab and finding your favorite player. It will vary from game to game, but generally, we move into the mid-game around the middle to end of second zone. The mid-game is the calm before the storm. Before the storm circle gets too small where it forces the engagements. Most players' goals aren't positional, but in some cases, depending on how the early game went, you again have to strike a balance, this time between looting and farming, or going for the best position. Looting could include playing extremely aggressive to earn yourself other players' loot. In trios, it's much harder to play that aggressive playstyle, since fights take longer and cost more. You want to be efficient with any rotations or fights you have to take. You don't want to spend your precious mobility, valuable resources, or health. This is why you'll see a lot of the top players look directly for center zone in the mid game. When you're in the center zone, you end up giving yourself the most chance of being in the next storm circle when it gets revealed. You'll then have to go less distance and thus spend less materials. Finally, the end game. The most exciting, hectic, thrilling, and difficult part of competitive Fortnite. Oh mein Gott, Experiencing an endgame can be confusing and hard to process, but it will also be one of the most rewarding and fun times to play and watch. This is when you take all the advantages you built in the early Da habe game ich wohl zwei and Kommentare bekommen. Mal kurz angucken. Hi Rachel und hi Hans-Louis Hammer. Mid-game explodes into a cacophony of tunneling, mobility usage, and shots being fired. Wieder dieses, keine Ahnung, Champion Series, weil ich halt abgucken. Gleich wie es zocken. Also wenn die wiederkommen mit 15 Minuten, 15 Minuten lang guck ich noch. Und dann zocke ich ein paar Runden. Und da, ja. Burger, ja moin. Der Fortnite-Weltmeister. Watching or you're joining us on the field, take stock in the stage of the game. The early game, when you're trying to get the best possible loot while it's still available. The mid game, where you're balancing positioning while maintaining what you built during the early game. Finally, the end game. You spend all the advantages you set yourself up with to earn the victory royale. Use this to form your game plan in order to earn as many series points weekend after weekend. And maybe next time, we'll be watching and highlighting your top plays. This was Bala TW, and I'll see you in game. What's up, everyone? Sundown here to bring you the latest installment of Plays of the Week. The final opportunity to qualify for the Fortnite Champion Series happened over the weekend, and a number of players were able to push their way to the top and make some spectacular plays. Let's dive in and see who popped off. Kicking off Plays of the Week, we'll start with Kurtz down in South America as he lets no targets get away and says, "Not today." Oh mein Gott, der hat die Ehre vergewaltigt. 1 gegen 1. Alter, was geht mit dem schief? Let's go. Staying down in South America, we're on board here with Nothing No Name as he's able to pull off the hot feet flank and get the positional advantage to pick up a number of E-wins. Ja moin, ja moin. Einfach auf schnell 2 Kills. Tag, easy clap. Dann noch eine um die Ecke. Bam, easy clap. Next, popping over to the Middle East, we have M. Siddiq on the tack attack, going to work and eliminating the rest of the lobby. Ja, kein Bock mehr, ich zock jetzt. Ja, ich habe keinen Bock mehr zu streamen. Oder haut rein.